Stellen Sie sich vor, in einer Chemiefabrik wird bei der Instandhaltung von Reinigungsanlagen gespart. Als diese versagen, öffnet ein Mitarbeiter auf Anweisung seines Vorgesetzten die Schleusen und giftige Abwässer geraten ungereinigt in das Grundwasser. Für mehrere Wochen ist kein Trinkwasser verfügbar. Bestraft wird der kleine Mitarbeiter. Was aber geschieht mit dem Unternehmen, das sich Millioneninvestitionen erspart hat und die umweltbehördlichen Auflagen nicht eingehalten hat? Mein Name ist Robert Kert. Ich bin Professor am WU-Institut für österreichisches und europäisches Wirtschaftsstrafrecht. Ich habe untersucht, inwieweit Unternehmen für ihr Handeln und für Entscheidungen ihrer Führungskräfte zur Verantwortung gezogen werden können. Sind Unternehmen als solche also strafbar? Und wenn ja, welche Strafen drohen ihnen? Im Fall unseres Chemieunternehmens konnten früher nach traditionellem Strafrecht nur der Vorgesetzte und der Mitarbeiter bestraft werden. Seit 2006 gibt es in Österreich ein eigenes Unternehmensstrafrecht. Wir haben dieses Gesetz ausgelegt. Darüber hinaus haben wir uns aber auch die Vorgaben der EU und einschlägige Erfahrungen in ausländischen Rechtsordnungen angesehen. Es geht hier um ein Aufbrechen alter Denkmuster des Strafrechts, das sich traditionell auf natürliche Personen, also auf Menschen, bezog. Im Fokus steht die Anwendbarkeit strafrechtlicher Grundsätze auf Unternehmen. Auch Unternehmen können und sollen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Dies ist auch mit unseren strafrechtlichen Grundsätzen vereinbar. Mangelhafte Organisation und illegale Geschäftspraktiken können einem Unternehmen zum Vorwurf gemacht werden. Allerdings können Unternehmen immer nur durch Menschen handeln. Damit ein Unternehmen bestraft werden kann, ist es daher erforderlich, dass zwischen dem Handeln des Menschen und dem Unternehmen ein ausreichender Zusammenhang besteht. Sowohl Taten von Entscheidungsträgern als auch von Mitarbeitern können zur Strafbarkeit des Unternehmens führen. Die Tat muss außerdem zum Vorteil des Unternehmens begangen worden sein oder es müssen Pflichten des Unternehmens verletzt worden sein. Hat unsere Chemiefabrik daher gegen umweltbehördliche Auflagen verstoßen, kann sie strafrechtlich auch zur Verantwortung gezogen werden. Als Strafen sind in Österreich Geldbußen bis zu maximal 1,8 Millionen Euro für Unternehmen vorgesehen. Das Unternehmensstrafrecht dient in erster Linie der Prävention. Unternehmen sollen entsprechende Organisationsstrukturen und Sicherheitssysteme schaffen, um die Begehung von Straftaten aus dem Unternehmen heraus zu verhindern. Unsere Forschung zeigt auf, worauf es für die Verantwortlichkeit ankommt und wo Unternehmen ansetzen müssen. Für manche Unternehmen sind Geldbußen finanziell recht leicht verkraftbar. Die Angst vor Imageschäden infolge einer Verurteilung ist aber so groß, dass bereits vorab entsprechende Compliance-Maßnahmen gesetzt werden.